Hi Leute, willkommen bei Dragomir baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute haben wir mal was ganz Einfaches, und zwar habe ich mir überlegt, wir bauen was an Wurfwaffen. Und zwar ein ganz einfaches Hufeisen. Habe mir dafür einfach mal am Monitor die Form abgekrakelt, habe das Ganze auf Papier übertragen, anschließend auf Pappe. Und jetzt werden wir uns da draußen mal was zusammen basteln, dass wir das den Leuten an den Kopf schmeißen können. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wir sehen uns. So Leute, ich habe jetzt mit der Schablone einmal auf Dreiermatte und einmal auf Zehner das Hufeisen aufgekrakelt. Ja, jetzt gehen wir mal hin und schneiden das erstmal alles aus. So Leute, damit hätten wir die zwei Teile schon mal fertig. Und zwar werde ich das dann hier quasi so draufkleben. Dann hätten wir das hier schon mal. Jetzt kommen dann hier noch ein paar Löcher rein für die Nägel. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze dann nachher aussieht, wenn es dann mal fertig ist. So Leute, dann lassen wir das Ganze erstmal jetzt was trocknen und dann können wir das Ganze zusammenpappen. So Leute, der Kleber ist jetzt soweit angetrocknet. Jetzt können wir das Ganze hier drauf machen. So sieht das jetzt erstmal aus. Ein bisschen steht noch über, aber das arbeiten wir dann später bei. Wir können jetzt theoretisch auch noch hingehen und noch eine Schicht runter machen und noch irgendwas als Gewicht rein, damit es halt weiter werfen kann, aber wir machen jetzt einfach nur so. Ne? Dann schauen wir mal. Machen wir einfach mal ein paar Löcher dann. So. Dann kommen dann hier Löcher rein. Noch ein bisschen was für die Nägel quasi, noch so ein bisschen was ausklinken. Das mache ich dann aber auch mit dem Lötkolben, aber das mache ich dann erst, wenn alles komplett trocken ist. Ja? Und dann können wir quasi danach schon anfangen zu pinseln. So, dann lassen wir das jetzt erstmal was trocknen. So Leute, das ist jetzt soweit trocken. Ja? Jetzt nehmen wir einen nicht Heißkleber, Lötkolben. Machen erstmal ein paar Löcher. So, jetzt haben wir das für die Nägel gemacht. Jetzt werden wir hier nochmal einmal rund schleifen. Und dann können wir schon fast anfangen zu pinseln. Also bis später. So Leute, ich habe das Ganze jetzt erstmal alles abgeschliffen. Noch ein bisschen die Kanten hier gebrochen und geglättet. Jetzt gehen wir noch mit dem Heißluftföhn zum Fussel wegmachen drüber. So Leute, das Ganze ist jetzt geglättet. Jetzt lassen wir das noch ein bisschen abkühlen und dann können wir anfangen zu pinseln. Ja? So Leute, das Hufeisen ist jetzt soweit, der Kleber wieder trocken, beziehungsweise nach dem Heißluftföhn abgekühlt. Dann gehen wir jetzt hin und fangen an zu pinseln. Mal erstmal wieder ein paar Schwarzschichten drauf. Und dann nachher die richtige Farbe. Dann sehen wir uns dann quasi wieder, wenn das Ganze soweit ist. So Leute, die Schichten schwarz sind jetzt auf dem Hufeisen drauf. Dann gehen wir hin und geben dem Ganzen noch ein bisschen Farbe. Nehmen wir ein bisschen Gunmetal. Kann schon ein bisschen viel gewesen sein. Naja gut. Nehmen wir uns wieder so einen Schwamm aus Matratzenschaumstoff und tupfen das Ganze wieder drauf.
So Leute, das Hufeisen haben wir jetzt schon mal soweit Metall drauf. Sieht jetzt noch nicht so spektakulär aus. Ich habe jetzt noch von dem Braun, von den Holzpflöcken, habe ich noch ein bisschen hier was übrig. Und da das Hufeisen nicht mehr so ganz neu sein soll, gehen wir so ein bisschen mit Braun und machen so ein bisschen Rost. Also wirklich nur so hier und da so ein bisschen, dass das Ganze nachher nicht mehr ganz so neu aussieht. Keine Sorge, wenn es mal ein bisschen zu dick an einer Stelle ist, dann gehen wir nachher noch so ein bisschen mit Silber drüber. Das Ganze noch so ein bisschen Metalloptik kriegt. Das Braun, was den Rost darstellen soll, ist jetzt soweit trocken. Dann brauchen wir jetzt ein Silber. Nehmen wir das mal, das ist nämlich schön hell. Wirklich nur so ein bisschen. Dann wird man doch noch so ein bisschen metallischen Glanz reinkriegen. Also jetzt nichts so total glänzendes. So ein bisschen. Und dann bürsten wir das wieder so ganz dünn drüber. So, ich hoffe, das kann man so schon mal sehen. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen trocknen. So Leute, das Silber ist jetzt soweit trocken. Dann gehen wir hin, nehmen den Topcoat, wieder den matten, irgendwie gefällt er mir besser, glänzt er nicht mehr so. So, Pinsel und dann tragt er das wieder großzügig auf. Brauchen wir nur noch nachher das obere Stück. Hängen das Ganze jetzt erstmal wieder zum Trocknen weg. Bis später. So Leute, das Hufeisen ist fertig. So sieht das Ganze aus. Ne? Kann man dann werfen. Oder was auch immer. Ne? Werfe ich jetzt mal nicht. Nachher habe ich wieder einen Kameramann oder irgendwas erschlagen. Ja, ich denke mal, das sieht ganz okay aus. Ne? Kann man dann halt als Wurfwaffe benutzen oder was auch immer. Dann hoffe ich mal, dass das Video euch gefallen hat. Wir sehen uns.